Erinnert ihr euch noch an Wii Sports? Natürlich tut ihr das. Immerhin ist es eines der legendärsten Spiele aller Zeiten. Zumindest, wenn ihr mich fragt. Und am Freitag kam der Nachfolger Nintendo Switch Sports raus. Also ein Switch-Ableger dieser Spieleserie. Switch Sports ist ein interessantes Spiel. Am Anfang des Spiels muss man sich direkt mal seinen eigenen Charakter erstellen und was zum Teufel ist das? Wo sind die Mies hin? Diese billigen, aus Ninjala gestohlenen Charaktere haben einfach nicht denselben Charme wie die Mies damals. Man kann sie zwar anpassen und auch einige Kleidungsstücke für sie freischalten, aber die Mies waren doch irgendwie cooler. Aber glücklicherweise kann man auch einfach die Mies verwenden, die einfach deutlich besser aussehen. Ah, schon viel besser. Sobald das dann geschafft ist, kann man sich auch schon in das Spiel stürzen. Switch Sports bietet insgesamt 6 Sportarten. Volleyball, Badminton, Bowling, Fußball, Chambara, was eine Art Schwertkampf ist, und Tennis. Alle diese Sportarten machen Gebrauch der Bewegungssteuerung und sind somit natürlich auch auf die Joy-Cons angewiesen. Ich bin zwar absolut kein Fan der Joy-Cons, aber für dieses Spiel mache ich eine Ausnahme. Und ganz ehrlich, diese Spieleserie lebt einfach davon. Durch echte Bewegungen Sportarten zu spielen, ist einfach etwas vollkommen anderes, als ein paar Knöpfe zu drücken. Und glücklicherweise war meine Erfahrung mit der Bewegungssteuerung tatsächlich ziemlich gut. Die Kalibrierung ist schnell und einfach, die Bewegungen sind ziemlich akkurat und das Spielen fühlt sich einfach gut an. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, da die Sportarten oftmals Gebrauch von präzisen Bewegungen machen. Zum Beispiel, um beim Volleyball die Richtungen des Schlags zu bestimmen oder beim Schwertkampf das Schwert an sich zu steuern. Die Sportarten an sich sind ebenfalls sehr cool. Mein absoluter Favorit ist Volleyball. Sich in Teams spannende Ballwechsel zu bieten und sich über seinen Partner aufzuregen, ist einfach eine andere Art von Spielspaß. Das Spiel ist einfach so hektisch und es kann mega spannend werden, dass man einfach immer weiterspielen möchte. Definitiv mein Favorit. Aber auch die anderen Sportarten haben mir gefallen. Bowling ist Bowling. Wer Wii Sports gespielt hat, wird nahezu exakt wissen, wie das hier funktioniert. Das Ausscheidungssystem ist zwar neu, aber der Rest ist so ziemlich dasselbe wie damals. Bowling war in Wii Sports damals mein Favorit und heute macht es genauso viel Spaß wie damals. Da auch Tennis mehr oder weniger dasselbe wie damals ist, komme ich einfach mal zu den anderen neuen Sportarten. Fußball ist ziemlich interessant. In einem 4 gegen 4 an Rocket League erinnernden Spiel gegeneinander anzutreten macht zwar Spaß, aber gefühlt ist das Feld etwas zu groß für 4 Spieler. Oftmals rennt man den Ball hinterher und hofft einfach, dass er irgendwie nach vorne ins Tor kommt. Und dass es einen goldenen Ball gibt, der gleich 2 Punkte bringt, ist auch nicht wirklich fair. Klar, er soll helfen, das Spiel spannend zu halten, aber das hätte es meiner Ansicht nach jetzt nicht gebraucht. Deswegen spaßige Sportart, aber hätte doch etwas besser sein können, finde ich. Badminton finde ich ganz okay. Es spielt sich so, wie man denken würde, aber es fehlt einfach die gewisse Tiefe, finde ich. Einfach nur lange oder kurze Bälle zu spielen, ist auf Dauer etwas langweilig. Weswegen es jetzt für mich der unspektakulärste Sport in dem Spiel ist. Es kann dennoch sehr spannend werden und Ballwechsel können sehr lang sein, aber verglichen mit den anderen Sportarten fand ich es nicht so gut. Dann zu guter Letzt noch Chambara. An sich ist es nicht wirklich neu, da es Schwertkampf ja auch bereits damals in Wii Sports Resort gab, aber ich wollte zumindest erwähnen, dass es 3 verschiedene Schwerter gibt, die das Spiel ein bisschen interessanter machen. So könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr einen defensiveren Spielstil bevorzugt oder lieber in die Offensive gehen wollt. Chambara ist ein sehr strategisches Spiel, das wirklich sehr viel Spaß macht. Vor allem online. Ja, anders als Wii Sports damals, hat Switch Sports einen Online-Modus. Und ich hatte mir damals wirklich Sorgen darum gemacht, ob dieser gut funktionieren würde, aber bisher hatte ich tatsächlich keine Probleme damit. Es lassen sich schnell Spiele finden und spürbarer Lag war bisher kein einziges Mal vorhanden. Vielleicht hatte ich aber auch einfach nur Glück bisher. Falls ihr also keine Freunde habt, keine Sorge. Für den niedrigen Preis von 20 € pro Jahr könnt ihr euer Spielerlebnis erweitern und mit Menschen aus aller Welt spielen. Und da es sogar einen Ranglistenmodus gibt, gibt es auch durchaus einen Anreiz, besser zu werden. Ich sag's ganz ehrlich, ich mag das Spiel. Die Sportarten sind cool, der Soundtrack ist catchy und die Umgebungen sind ziemlich hübsch gestaltet. Aber, und dann kommt das große Aber. Ich hätte mir etwas mehr gewünscht. 6 Sportarten sind ziemlich wenig. Es ist zwar kein Vollpreistitel, aber nachdem man damals Wii Sports Resort gespielt hat, fühlt es sich doch etwas wie ein Rückschritt an. Damals gab es 12 Sportarten, jetzt nur noch 6. Klar, in einem späteren Update kommt noch Golf dazu und vielleicht kommt danach noch etwas mehr, aber ich kann nur das bewerten, was momentan drin ist und da hätte ich mir echt noch mindestens 3 bis 4 weitere Sportarten gewünscht. Mein Fazit daher, Switch Sports macht echt Laune und es ist in vielerlei Hinsicht genau das, was ich mir gewünscht hatte. Großartiges Partyspiel für zwischendurch, das vor allem auch online mega viel Spaß macht. Aber die geringe Anzahl an Sportarten halten es doch ein klein wenig zurück. Das ist zumindest meine Meinung. Aber wie sieht eure aus? Habt ihr euch das Spiel gekauft? Und falls ja, wie findet ihr es so? Teilt es mir in den Kommentaren mit. Und ein Daumen hoch zur Unterstützung wäre natürlich auch wie immer sehr nett. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.